Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen, ihr Lieben, und hallo zusammen. Heute Mittag habe ich für uns die Vollmondenergie. Morgen ist Vollmond, 15 Uhr. Und ich habe gedacht, das passt doch jetzt gerade schön. Dann machen wir für die Vollmondphase ein Auswahlorakel für uns. Schauen uns an, was wir hier persönlich an, ja, ich sag mal, Inspiration mitkriegen. Ihr dürft wählen. Ich mache 2 Stapel und heute Mittag 15 Uhr mache ich das frei fürs Kollektiv. Es ist spannend. Ich habe es ja schon gedreht. Es ist immer wieder faszinierend, was wir hier aufgezeigt kriegen auch. Ne? Ich hoffe, es geht euch gut. Sind hier 3, dann gucken wir mal, ob ich hier auch 3 greifen kann. Ja. So, eine noch. Dann dürft ihr aussuchen. Ich nehme heute diese Seite, die linke. Heute war ich mal schnell. Kann passieren. So, was haben wir hier? Hier gibt es Lektionen zu entdecken. Hier gibt es auch den Segen in einer Situation, den wir erkennen könnten. Und hier ist ganz offensichtlich und klar, dass wir nichts tun sollten, was nicht gut für uns ist. Oder wo wir wissen, dass es nicht gut für uns ist. Kein Mensch würde absichtlich diese grüne Plörre trinken. Ja? Und da kann sein, dass wir ein bisschen aufgefordert werden, zu gucken, wo wir irgendwelche Mühlen weitertreiben, die uns nicht gut tun. Der Waschbär kommt mit. Der kommt mit dem Thema Zufriedenheit. Reinigung steht an, bei sich selbst bleiben. Und auch dieses Gefühl von, es ist alles gut so, wie es ist. Du kannst dich hier nicht selbst vergiften sozusagen oder dir immer wieder Schaden zufügen. Davon wirst du nicht zufriedener. Das passt auch sehr gut mit dem Waschbär, denn hier geht es ja darum, irgendwie eine Lektion zu finden oder den Segen hinter einer Situation. Und der Waschbär sagt einfach, das ist alles okay, man ist beschützt und versorgt. Man darf auch zufrieden sein mit dem, was man hat, weil alles, was man braucht, sowieso auf den Weg kommt. Es geht hier nicht um die Situation, dieses schwarz-weiße Ja oder Nein. Hier darf man auch sagen, das darf sein und das darf sein. Man muss sich nicht verbiegen. Es geht auch darum, einen Schritt kürzer zu treten. Nicht Stress und sowas zu nähren oder ungute Dinge, die dann am Ende dafür sorgen, dass wir im Mangel sind, innen drin und unzufrieden, statt das Leben genießen zu können. So ist es einfach auch, dass man die eigene Haltung überdenken darf, die man zu allem hat. Und sich auch öffnen für alles, was da ist. Hier kommt die Gnade mit. Ich lege die Karten mal erst kurz noch aus.
wir selber und die Klarheit, die Friedenstaube, hier Zufriedenheit, Friedenstaube, und hier geht es darum, dass sich etwas tut, dass irgendetwas Neues unsere Aufmerksamkeit weckt, dass man auch hier Lernfaktoren erkennt und dass man weitermacht, auch wenn man sich noch unsicher fühlt. Eine gewisse Faszination, irgendwas, eine Kerze, die wieder Licht ins Dunkel bringt. Und hier kann es auch sein, dass man mehr seiner Führungsqualitäten nach außen trägt und sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ne? Ein Moment, wo man auch wieder erstrahlt, sein ganzes Charisma in die Welt hinausbringt und auch welches empfängt. Das ist so wie aus dem Dunkeln ins Helle treten. Und ja, hier geht es auch darum, sich nicht klein zu machen oder zu ducken. Ne? Und die Finanzen sind angezeigt. Möglicherweise gibt man hier etwas zu freizügig aus der Hand oder man hält zu sehr daran fest. Kann natürlich auch sein, dass man damit Eigenschaften meint, ne? Dass man sich selber nicht verausgabt oder dass andere mehr empfangen dürfen von uns, als es uns gut tut. Es geht ja immer um unsere Zufriedenheit. Und trotz allem, ne, das, was man sich hier erarbeitet hat, das bringt hier auch auf jeden Fall einen guten Erfolg mit, eine Investition, die sich gelohnt hat. Die Friedenstaube bringt eine erlösende Nachricht. Möglicherweise kriegt man hier einen Liebesbrief oder ein Angebot flattert ins Haus. Eine Botschaft von oben oder ein Zeichen, das man kriegt. Auf jeden Fall eine Nachricht, die eben einfach gut ist und Erleichterung bringt. Dann haben wir hier noch diese Gnadenkarte und die gibt uns mit. Hier haben wir ja das Aufatmen, die Dame guckt in die Klarheit, etwas wird sich zu unserer Zufriedenheit entwickeln. Und die Gnadenkarte sagt hier kommt eine Zeit von Leichtigkeit mit, neue Inspiration, Freude. Hier hat sich auch was erweitert in den geistigen Gaben. Man hat sehr viel innere Größe, auch die Größe, dass man nicht auf seine Meinung bestehen muss, sondern dass man jemand anderen so lassen kann. Auch wenn man weiß für sich, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist. Man kann Sachen fallen lassen, weil sie nicht mehr wichtig sind. Und hier geht es darum, so diplomatisch wie möglich ja, dafür zu sorgen, dass man nicht unfreundlich wird, wenn uns andere übermannen. Ne? Hier darf man ja auch vortreten, seine Wahrheit aussprechen, aber halt mit Freundlichkeit und Ehre. Und es ist schon lange ein Grundsatz von mir, dass ich einfach zu Dingen nichts mehr sage, weil es sich auch nicht lohnt und Kraft kostet. Und hier wird sehr viel spirituelle Größe sichtbar und auch handelbar für uns. Etwas wird sich zu unserer Zufriedenheit entwickeln. Und die Lektion dahinter ist einfach, tu dir nicht selber mit irgend Dingen weh. Ne? Für unsere Vollmondzeit. Dann nehmen wir die andere Seite. Hier darf man ein neues Ich kennenlernen, von sich eine neue Version. Und es ist dann auch Zeit dafür, mal dafür aufzustehen. Ne? Manchmal muss man sich auch selbst wieder neu kennenlernen oder sich eben Ziele setzen, wo man achtsam auch den Weg geht, den man für sein Leben will. Wir haben hier die Ameise, hier entsteht eine Neuordnung. Hier steht drauf, getting the new of you. Also dein neues Ich wird sich hier zeigen. Dein Feld richtet sich neu aus. Die Aufforderung, hier eine gewisse Flexibilität mit an den Tag zu legen.
Wir haben von den Lennys, hier wird ein Kreislauf enden, etwas, was so an dir genagt hat oder wo du sagst, ich habe etwas gepflegt, was uns nicht weitergebracht hat und die Verbindungen, da bist du bereit loszulassen und zu wandeln. Möglicherweise lässt man hier auch ein Beziehungsmuster fallen. Ja, hier gibt es so ein Ding von, dass man das Neue in sich so gestaltet, dass man einfach sagt, wer nicht will, der hat schon. Ne? Was ich nicht brauche, kann weg. Wäre ja gut. Ne? Man setzt vielleicht alles auf eine Karte, man spricht eine Wahrheit auch aus. Man lässt etwas ziehen. Und man hat hier so das Gefühl, dass man hart gearbeitet hat. Und dass man jetzt so dieses Liebevolle, die liebenvollen Beziehungen, etwas, was sich schön gestaltet, ob das jetzt Beziehungsthemen sind, etwas, was wir schätzen oder auch ein schönes Zuhause, eben diese gewissen Schätze, die wir alle so brauchen, dass wir hier auch das bekommen. Ne? Wir stehen hier auf und sagen, ich fordere ein, was ich haben will. Das ist verbunden mit Loslassen, das habe ich hier zweimal. Und auch wenn du hier irgendwie was Trauriges mitschleppst oder dass das Loslassen nicht so einfach ist, so weiß man hier aber, dass es Zeit ist dafür und dass man hier auch vergibt. Denn hier wird sich noch ein bisschen was einstellen auf diesen Prozess, wo man dann auch klarer sieht. Hier geht es auch darum, nicht sich selbst unbedingt so durchzuboxen durch die Themen, sondern mit einer gewissen Flexibilität ranzugehen, damit man auch selber nicht bricht. Hier ist die Weide, die hat biegsame Zweige. Ne? Also nicht auf Biegen und Brechen, sondern das, was man sich hier für sich selbst erarbeitet hat, eben auch so durchzusetzen, dass man den Pfeil nicht auf sich selber richtet. Hier ist so eine Art Selbstverwandlung. Ne? Man hat sich an sich und an allem gearbeitet und man ist hier bereit, so destruktive Dinge auch loszulassen. Hier bei der Ameise haben wir auch das Gefühl des Kleinseins mit dabei. Ne? Mach dich nicht mehr klein, stell dich auf die Beine. Das könnte ja auch das Thema sein, was hier losgelassen wird. Und ja, Alice Karte sagt es hier sehr deutlich, wer nicht will, der hat schon. Ne? So ist das. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis heute Mittag zur Vollmondlegung. Ich drücke euch bis bald.